So, Leute, geht ab. Neue Woche, neues Glück. Wir haben heute Dienstag. Ich hatte gerade noch einen Termin. Wir haben mittags. Ich fange heute ein bisschen später an. Ja, ich habe gerade mal überschlagen. Ein paar Hektar sind es noch. Wir haben jetzt noch 26, 76, 84 Hektar mit 4 Zubringern. Und dann haben wir noch mal 40 Hektar. Ihr könnt ruhig ein bisschen die Dings höher machen. Oberlenker hier. Moment, ich muss mal Oberlenker ein bisschen höher machen. Der ist ein bisschen. Ist der gesackt? So. Und dann haben wir noch, was habe ich gesagt? 4, 15 plus 26, 41. 41 Hektar, die fahren wir mit 2 Zubringern, dann sind wir dicht dran und dann sind wir fertig. Das sind aber noch ein paar Kubik, weil die eine Fläche ist natürlich 26 Hektar mit Mais. Das sind, glaube ich, 32 Kubik im Mittel. Und bei Sonnenblume, glaube ich, sind 25 Kubik im Mittel oder 20, 22, müssen wir noch mal reingucken hier in die Kartierung. Und dann, dann haben wir den anderen noch Hanf, genau, Hanfflächen. Da müssen wir mal schauen, die 31 Hektar nach der Zwischenfrucht, ja, da können wir jetzt nichts reinfahren, das ist kein fahrenden Bestand. Das müssen wir dann gucken, dass ich dann vielleicht nochmal einen Lohner Mitte, Ende Mai, wenn der Hanf rausguckt, organisiere für die 30 Hektar. Da sind die Kosten ja auch überschaubar, dass wir genau da nochmal im Bestand fahren mit den Fahrgassen. Ja, dann haben wir auch gleich nochmal einen vernünftigen Vergleich, wie der Hanf das wahrnimmt, wenn man später im Bestand fährt. Kann auch ein Vorteil vielleicht in der Region sein, dass man vielleicht in Zukunft dann so arbeitet. Denn es ist in der Regel so, dass die Gäres-Nachfrage hier, sagen wir mal, bis um den 20. April sehr groß ist. Durch die Maisaussaat. Und danach abflacht. Und in der Regel man ab Mai und so echt wieder auch gut an Gärreste kommt, für umsonst. Ne? Also für, hey, kann ich Gärreste holen? Na klar, dann haben wir weniger zum Umfahren und Umlagern im Herbst. Weil dann geht es ja schon los. Die meisten halten ja für 9 Monate vor inzwischen. Ja, und wenn man dann sagt, mal komm, wir strecken relativ viel und fahren lieber den Hanf dann im Mai rein oder so. Der Punkt ist natürlich, jetzt ist kalt. Wir haben jetzt 5 Grad, Nieselregen, das ist für die Effizienz natürlich maximal geil. Dann ist wieder warm. Dann hast du wieder N-Ausgasung, ne? Stickstoffausgasung durch die Temperatur. Im Mai ist deutlich wärmer. Ja, dann hast du vielleicht, dass kein Regen kommt, dann wäscht das nicht ein, dann kommen die Nährstoffe nicht im Boden. Dann hast du wieder ähnliche Probleme. So auf ein Splitting, halb, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Dann fährst du zweimal mit dem Güllefass darüber. Das macht das meistens eigentlich gar nicht billiger, sondern eigentlich im Gesamten nur teurer. Muss man sich überlegen. Wir gucken uns dann erstmal eine Fläche an und dann schauen wir mal weiter. Und jetzt holen wir euch gleich zum Acker. Ich hol euch gleich zum Acker wieder dazu. Leute, bis gleich. So, Vorderachse hier noch schnell Luft ablassen auf 0,8. Geht eigentlich sauschnell. Naja, muss ich euch jetzt nicht zeigen die ganze Zeit, ne? So, Tempomat gehen wir runter oder Fahrstufe auf 2. Und dann gucken wir mal, wie weit Nick gekommen war. Leider Gottes, weiß ich nicht, ist die Aufzeichnung nicht da von der Fläche, aber die Fläche an sich ist ja da. Ich meine, das ist ja auch gut zu sehen hier, ne? Man sieht jetzt auch, wie schön der Roggen ausgrünt. Den haben wir jetzt, also die Messerwalze, muss man sagen, von Saphir hat einen Bombenjob gemacht. Von allen Messerwalzen, die ich hatte, ist das definitiv die beste. Also gefällt mir echt gut. Dahinter, das Stück haben wir aber schon fertig. Da haben wir den Roggen nur raufgeworfen. Muss ich mal mit euch mit der AKF hinfahren. Interessanterweise ist der genauso gut, der Feldaufgang. Ähnlich gut, würde ich sagen. Weil der Herbst natürlich massig feucht ist und das natürlich Vorteile liefert. Ne? Genau. So, hier oben sollen noch 2 Bahnen sein. Die fahre ich jetzt. Oh, ich hole euch gleich dazu. So, Moment, ab geht die Fahrt. Hier müssen wir langsamer fahren. Wie viel haben wir denn? 20 Kubik fahren wir hier geradeaus. Genau, ich habe jetzt gerade runtergebremst, weil er hat in dem Moment, wo er hochreguliert hat, weil er bei 16 war, habe ich gleichzeitig runtergebremst und dann trifft man sich natürlich in der Mitte. So sieht das jetzt hier aus. Ihr seht selber die Ertragszonen. Ja, die Karten sind in Class Connect gemacht. Wie ihr wisst, ich bin langjähriger Nutzer von 365 FarmNet und bin auch jetzt umgezogen. Du kannst halt als FarmNet-Nutzer ein Jahr kostenlos auf Class Connect ziehen. Und ja, das habe ich gemacht. Die Karten sind da erstellt worden. Vorteil ist, jetzt kann man 10 Zonen machen.
Und wir können diese ganzen Übergänge viel fließender dadurch gestalten. Und dann verschwimmen die Zonen auch nicht ineinander, sondern man kann sie deutlich besser ausprägen. Ja? Also hier diese ganzen Sandkuppen oder so kann ich deutlich besser ausprägen und dann nochmal weniger düngen, was ich als sehr wichtig ansehe. Ich fahre jetzt hier auch gerade die Fahrgassen, meine Fahrgassenspuren. Ich habe einfach die abfotografiert, habe ich euch in der letzten Folge mal gezeigt. Ich habe einfach mal alle Fahrgassen, die wir auf unserem Betrieb haben, abfotografiert, die Lisa geschickt. Und jetzt gucke ich mir einfach nur die Bilder durch und tippe die ab und Ende. Ich habe dadurch natürlich den Vorteil, dass ich das nicht mehr konvertieren muss und dies, das, jenes und so. Und damit bin ich eigentlich auch sehr, sehr zufrieden und das läuft sehr gut. Genau, nebenan hier die Erbsen, die wir im letzten Vlog noch gemacht haben, im letzten Vlog noch gespritzt haben, die sind aber noch nicht raus. Ich meine, ist klar, wir haben am Tage 5 Grad, 5, manchmal 10. Ich gucke mal jetzt für euch rein, einmal fix hier. So, Moment. Man muss Standort aktualisieren. Da, wir haben aktuell 7 Grad. Sieht man das? 7 Grad. Und zeige euch das mal in den nächsten Tagen hier. 12 Grad, aber wieder -2, -1, 13 Grad. Und ihr seht, erst Sonntag wird es mal ein bisschen wärmer. Oh, wir langsamer fahren. Erst Sonntag wird es mal ein bisschen wärmer. Und ja, demzufolge bleibt es kühl. Das ist natürlich für die Gärrestausbringung sehr, sehr optimal. Gestern hatten wir auch ein bisschen Regen. Ja, vielleicht wird es dann auch schön eingewaschen. Das ist ja auch wichtig, dass es in den Boden kommt. Ja, und dann werde ich mich nach Ostern auch beimachen und den Roggenbestand abtöten, weil dann ist ja auch bald schon die Weizenaussaat. Und ich will auch nicht, dass sie zu viel Wasser dann wegnimmt. Ne? Klar, die wird jetzt ein paar Nährstoffe aufnehmen, aber das sind erstmal nicht die Mengen. Und dann hat der Mais natürlich auch demzufolge was zum Wachsen. Und ja, darum geht's. So ist alle. Da auf der anderen Seite, das ist schon fertig. Ja, also da hatten wir auch Hanf und da haben wir aber nicht mit der Messerwalze gearbeitet, da haben wir einfach nur das ausgeworfen und wir wollten uns das mal, ich wollte mir das mal angucken, ich sag mal wir, weil wir sind ja ein Team, ne, meine Jungs und ich. Wir wollten uns das mal angucken, wie das wächst und wie das wird. Bis jetzt auch ganz gut. Die Alternativvariante wäre mal zu Güttlern. Ich denke mal, wir werden dann noch mal Güttlern, damit sich die Stoppeln legen vom Hanf. Damit die auch jetzt keine Schattenwirkung haben oder so. Ich meine, haben sie nicht. So viel Material ist es nicht, aber so sieht es doch schon ein bisschen besser aus fürs Auge als ohne. Ne? So, hier ist wieder einer mit Auto quer rüber gefahren. Wenn das mal nicht mein Vati war, siehst du natürlich auch gleich richtig hier. Seht ihr die Spuren? Die sind natürlich auch gleich wieder 10 cm tief. Ne? So, hier an der Seite haben wir auch noch eine Fahrgasse ist hier noch und dann kommen schon die Erbsen. Also ist jetzt nur noch die Bahn und dann Vorgewände und dann das passt doch. Das passt doch. Ich habe mir inzwischen die komplette Maschine alles auf Joystick gelegt. Muss ja auch sagen, ich fahre eigentlich immer schon gerne Claas. Ich finde das Konzept gut und zwar die Kabine damals beim 800er immer zu klein. Wir hatten ja mal einen Axel 830. Die war mir zu klein, zu schlechte Federung, aber das wird ja, denke ich mal, in Zukunft jetzt alles von Claas behoben mit den neuen Modellen. Ne, beim neuen Axion ist es ja schon. Bin gespannt, Leute. Bin gespannt. So, und was haben wir vergessen? Die Fahrgasse zu aktivieren. Ich meine, theoretisch bräuchten wir keine Fahrgasse. Also wir könnten ja eigentlich Material mit in der Fahrgasse ausbringen. Denn wir haben ja nur eine Maßnahme im Mais. Ja, das ist jetzt die Frage. Und dann bleibt ja eigentlich keine Fahrgasse stehen. Aber dann moddern wir die ganze Zeit durch eine Fahrgasse durch. Weiß ich nicht. Versuch macht klug, ne? Haben wir dies Jahr so und dann gucken wir nächstes Jahr mal so. Weiß es nicht. Weiß es nicht, Leute. So. Ja, aber ihr seht, guckt mal hier nebenan ist Luzerne. Auch wie verhalten die wächst. Also, da das so lange so kalt war. Ich meine, mich stört es nicht, ne? Dann kommt jetzt eine ganze Maßnahme mit Getreidespritzen und Wachstumsregler und was man nicht so alles hat und zweite Gabe und so, kommen wir jetzt nicht in Bedrängnis. So, genau. Einige haben noch gefragt, machst du dieses Jahr gar kein Strip-Till? Nee, ist nicht vorgesehen.
weil ich ja nach dem Hanf hier den Mais mache und ich hätte da Bedenken, dass das stopft. Weil du hast ja immer noch diesen Hanfflaum. Und ja, wir sind auch zurzeit ja nur 2 plus eine Aushilfe auf dem Betrieb. Striptill-Anhänge ist den ganzen Tag. Wir von Kum aus hätten wir es gedurft. Also, was heißt gedurft? Das war abgesprochen, dass wenn ich Striptill machen will, auch Striptill machen kann. Und auch mit dem Trecker eine geile Kombination. Aber dadurch zieht sich das natürlich alles nochmal in die Länge. Und ich habe mir dieses Jahr gesagt, die Variante mit dem Direktsaat-Mais hat mir letztes Jahr eigentlich auch ganz gut gefallen nach Hanf. Ich sehe da auch keine Probleme. Der Boden ist sehr, sehr mürbe nach Hanf. Gucken wir uns das an, ne? Sonnenblume wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, aber davon ab, wir fahren jetzt erstmal durch hier, machen dann alles fertig. Versuch macht klug. Das ist, glaube ich, auch eine Variante, die sparsam ist auf jeden Fall. Gerade hier mit dem Verteiler zu arbeiten. Das läuft schon, ist schon ein schönes Gespann. Das ist schon ein schönes Gespann. Ist für mich nicht relevant, weil ich dafür einfach nicht die Mengen ausbringen muss, man ehrlicherweise sagen. Also ich habe überhaupt nicht die Dimension, um dieses Fass hier zu unterhalten. Ich meine, zumal hätte ich ja auch noch 20 Kubikfass auf dem Hof. Also so ist es ja auch nicht. Ja, Leute, wir sehen uns nachher gleich wieder. So, Leute, wir springen mal raus. Wir hatten inzwischen einen kleinen Vorfall, kleinen Delikt. Da kläre ich euch das gleich zu. Aber erstmal guckt euch das doch mal an. Oh, Leute, das ist eine andere Form von Landwirtschaft, für die man sich irgendwann begeistern kann und muss, ist das hier. Wenn das nachher an der Oberfläche verbleibt und hier zwischen stehen nachher Pflanzen, dann ist das einfach für mich auch der Inbegriff von moderner Landwirtschaft. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber für mich ist dieser gegrubberte Boden, das ist, wenn man jetzt damit angefangen hat mit diesem Thema, dann guckt man ganz anders auf seine Böden. Man interessiert sich anders, man guckt, wie die sich verändern. Und das ist begeisternd. Also ich weiß, dafür kann sich nicht jeder begeistern, aber ich kann mich extrem begeistern, wenn der Boden so aussieht. So, wir hatten vorhin ein Problem, Leute. Und zwar denke ich, Mensch, der Topswing klappt gar nicht mehr ein. Hier, und zwar, so sind wir der Meinung, ist unsere Konstellation. Hier ist der Splint weggesprungen. Entweder hat der den abgeschert oder nicht. Der Splint ist weggesprungen. Dadurch ist der Zylinder, hier oben sitzt noch ein Dreieck drauf. Dadurch ist das Dreieck darunter gesprungen und der Zylinder hat ihn dadurch krumm gemacht beim Einklappen. Hier. Und wir haben ja noch jemanden hier als Dienstleister mit. Die haben auch ein Vogelsanggestänge und die meinten, das ist 1:1 wie bei ihren Gestänge. Den hier ist aber schon 6, 7 Jahre. Und da denkt man, eigentlich müsste doch ein Fortschritt da existieren. Also Vogelsang, anscheinend gibt es da Nachholbedarf. Und wir sind ja dafür da, um eventuell Probleme zu finden, die man in Zukunft beheben kann, damit die Technik zuverlässig funktioniert. Also gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist das so unglücklich, ich habe den verloren, habe nicht drauf geachtet. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Habt ihr das schon mal gehabt? Vogelsanggestänge fahren viel. Von daher wäre das mal interessant. Ja, ansonsten sieht man auch dem Axion inzwischen den einen oder anderen Regenschauer an. Das ist aber auch ein Bild, ne? Also ich muss euch sagen, das Gespann ist natürlich für das Auge. Da ist der nächste Zubringer da. Das Gespann ist auch fürs Auge. Ist der Hammer. Ich weiß, das Auge verdient kein Geld. Muss alles finanzierbar sein. Ja, weiß ich. Aber man darf sich ja trotzdem dafür begeistern, wenn etwas schick aussieht. Und ich finde das schick. Leute, das wollte ich euch zeigen. Hier ist übrigens interessant, wie viel wir von dem Hanf dieses Jahr haben, aber man sieht auch schon, der hat schon wieder Frost gekriegt, die Blätter sind schon mürbe. Der ist verfroren. Das ist alles ganz weich. So Leute, und es geht weiter. Es ist kurz nach 7, Mittwoch früh. Und wie ihr seht, es hat wieder anständig gefroren. Ich bin gerade zur Arbeit gefahren, da waren es -2 Grad. Das ist natürlich heftig für die Kulturen, die jetzt wachsen müssen. Ne? Die haben am Tage so ein bisschen Wachstumswetter und nachts kriegen sie ständig kalte Füße. Und das ist auch der Grund, warum die Bestände hier kaum vorangehen. Müsst ihr euch mal vorstellen, im Rheingebiet und sowas fängt der Raps an zu blühen. Und unser ist so groß. Was natürlich geil ist, hier gefrorener Boden und so, dass das Substrat auch hier instant abkühlt. Hast du halt ganz wenig Verluste. Ne? Also die kalten Temperaturen fürs Gerste fahren sind die perfekt. Aber das hätten wir auch gerne schon vor einem Monat haben können.
So, Tempomat ist andere Taste. So, aber man sieht, schön überall kommt was raus. Mache ich das nochmal hoch. Ich habe das gestern ein bisschen umgestellt, das ist ein bisschen ungewohnt. Jetzt habe ich das so eingestellt. Es war vorher so, du drückst auf die Starttaste, das Gestänge geht runter und nach 4 Sekunden fängt er an zu dosieren. Und dann dauert das nochmal ungefähr so 1,5 Sekunden, bis es rauskommt. So 5 bis 6 Sekunden kommt es raus. So, wenn du aber aus der Fahrgasse rumfährst, in den Bestand rein, also am Vorgewende in die Fahrgasse rein, da musstest du eigentlich am Vorgewende beim Rumziehen schon drücken, damit, wenn du rum bist, gerade bist, dass es dann rauskommt. Und das habe ich jetzt so eingestellt, sobald man drückt, fängt er auch direkt an zu dosieren. Und das ist deutlich besser. Das ist jetzt viel, viel besser, weil der wirklich innerhalb von 1 Sekunde kommt Material. Ich zeige euch das mal gleich, wenn wir jetzt hier einmal rumfahren. In die nächste Fahrgasse rein. Das ist natürlich herrlich. Und ich habe meine Drohne vergessen, Alter. Heute Morgen habe ich noch gedacht, denk unbedingt an die Drohne, Hannes. Ja, unbedingt. Wäre geil gewesen, jetzt bei dem Wetter hier Aufnahmen. So, passt auf. Ich drücke jetzt rauf. Jetzt oben wird der Schlauch da dick. Und jetzt kommt's raus. Herrlich. Herrlich, wie es rauskommt. So, ansonsten, Koma hat direkt einen Monteur schon geschickt für die Problematik mit dem Gestänge. Ich meine, wir hätten das wahrscheinlich auch selber hingekriegt. Wir warten jetzt nur, dass das Teil kommt. Das sollte mit Nachtexpress schon auf dem Hof sein. Ist noch nicht auf dem Hof. Der Monteur ist heute Nacht hier angereist. War im Hotel. Ist heute Morgen hier auch schon hier. Steht jetzt am Feldrand und wartet und hofft, dass der Teil jeden Moment ankommt. Werden wir sehen, Leute. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir haben hier eh noch ein paar Kubik zu fahren. Von daher. So, Leute, nächster Tag. Nächste Fläche. Wir sind dann gestern noch fertig geworden. Und jetzt sind wir auf der Fläche, wo Sonnenblumen hinkommen. Wir haben hier im Herbst Gerste reingeworfen. Die Gerste hat aber deutlich mehr zu tun, weil der Roggen war alle, den ich besorgt hatte. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Gerste, die hatten wir da reingeworfen. Die hat aber ganz schön zu tun gehabt. Da ist jetzt ein Blatt, 1 bis 2 Blätter hat die jetzt. Sieht sehr mau aus, aber ich war vorhin schon zählen, sind 80 Pflanzen auf dem Quadratmeter, auch gleichmäßig. Ja, die ist halt noch, naja, wir sind halt in Norddeutschland, ne? Ja, aber ansonsten seht ihr selber, wir sind auf dem Stück mit den ewig langen Bahnen. Einige von euch haben übrigens auch gefragt, Moment, ich muss umschalten. Ich vergesse das manchmal hier auf Ausbringen zu stellen. Einige von euch haben auch gefragt, wie ist das mit diesen Schleppkufen im Vergleich zum Bohmilch. Also ich kann euch sagen, so, wenn ihr weichen Acker habt und langsam fahrt, ist das alles gut und die macht einen guten Schlitz auf. Die machen einen guten Schlitz auf so. Aber habt ihr jetzt ein bisschen festeren Boden? Ist er jetzt nicht, aber wir fahren hier auch teilweise bis 8 km/h, weil hier deutlich weniger Menge rauskommt. Dann fangen die schon so an zu springen und dann verspritzt das so ein bisschen. Also da kann man das nicht vergleichen. Das Bohmilch hält deutlich mehr diesen Druck mit diesen Blattfedern aufrecht. Ja, also das ist wirklich kein Vergleich. Dazu muss man natürlich sagen, kostentechnisch liegt da ein Riesenunterschied. Das ist natürlich die Frage, was man möchte. Wenn man wahrscheinlich auf viel Grünland fahren will, weiß ich nicht, ob das hier der Kompromiss ist. Man weiß jetzt auch nicht, dieser Schlitz, was macht er wirklich aktiv aus? Ja, also wie viel hilft er bei den Emissionen, bei der Aufnahme? Wie viel hilft es da mehr? Ja? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann ich euch das sagen, es macht nicht so einen krassen Schlitz wie das Bohmilch. Ja, aber nichtsdestotrotz, es sieht trotzdem gut aus. Im Bestand fahren hier sah trotzdem gut aus. Jetzt ist es natürlich so, dieses bisschen Gerste, was hier steht, sieht natürlich fast so aus, als wenn gar nichts steht. Aber wenn man jetzt so ich weiß nicht, ob über die Weite guckt, man sieht schon den Grünschimmer. Ja, ich hoffe, man sieht den Grünschimmer auch in der Kamera. So, jetzt muss sie ja wahrscheinlich jetzt, wenn es über Ostern ein bisschen wärmer wird, dann wird die sich auch ein bisschen besser entwickeln.
die auch so ein bisschen Bestand machen. Ja, und dann darf man ja nicht vergessen, heute ist 2. April, also in gut 15 Tagen, 10, 15 Tagen kommt hier die Sonnenblumen rein. Ja, bis dahin haben wir auch erstmal nur 1, 2 Grad in der Nacht. Ja, das war erstmal zu sagen. Wir haben uns heute vorgenommen, das Stück fertig zu machen. Das sind 54 Hektar. Im Durchschnitt sind es 18 Kubik auf dem Hektar, aber man hat ja natürlich Überlappung. Ich zeige euch mal hier die Skala. Ja. So sieht die Fläche aus, so ist die Fläche verteilt in den Zonen. Das heißt, wir müssen über 1000 Kubik heute fahren. Und für mich ist das nicht das Problem, die 1000 Kubik hier am Tag zu fahren mit der Kombination. Aber für die Zubringer, ne, das ist natürlich, A, die haben Ende zu fahren und B, haben wir dann auch noch 2 Kilometer auf dem Acker, die wir überbrücken müssen. So, jetzt sehe ich, unten ist gerade einer angekommen, der muss natürlich dann eventuell hier hochkommen, wenn er das macht. Am besten in der Fahrgasse, haben wir auch schon gemacht, das funktioniert. Apropos Fahrgasse, Leute, mir ist Folgendes aufgefallen. Und das ist eine Sache, die könnt ihr euch alle eigentlich aneignen. Mir ist aufgefallen, meistens bei fremden Zubringer und auch manchmal muss ich meinen Jungs das immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn ihr auf eine Fläche fahrt. Und eine Fahrgasse ist zu erkennen. Ja, da war letztes Jahr eine Fahrgasse, da ist eine, dann nutzt diese auch. Gerade am Vorgewende. Ich sehe das immer wieder. Die Zubringer fahren rauf, fahren kreuz und quer, fahren mitten über den Acker. Guckt, ist da eine Fahrgasse, fahrt darauf, versucht euch an das Liniensystem anzupassen und zu halten. Ja? Weil ich merke wirklich, das Bewusstsein ist nicht da, diese Fahrgassen bewusst zu nutzen. Die sind dafür da, um den Verkehr auf dieser Strecke zu leiten, auf diesen Flächen zu leiten. Und gerade wie Betriebe für mich, die vielleicht Direktsat machen, die macht Control Traffic, ist es nicht schlimm, wenn man immer wieder da auf diesen Fahrgassen fährt. So, immer bewusst sein, das könnt ihr machen. Das unterscheidet manchmal über Fahrer, die mitdenken und Fahrer, die einfach nur fahren. Gucken, wo ist eine Fahrgasse, woran kann ich mich orientieren, kann ich hier hochfahren. Auch in der Ernte mit Überladewagen. Wenn eine Fahrgasse ist, fahrt über die Fahrgasse. So, Leute, bis später. Über? Na, wieder mit dem Ding. So, Leute, Kameramann Anton ist da. Du musst deine Hand davor machen. Siehst du? Anton kommt nämlich gerade von der Geburtstagsparty. Wie war die? Gut. Genau, Leute. Wir haben die Fläche geschafft. Wir haben heute über 1100 Kubik schon weg. Wir haben jetzt kurz nach 8. Ich sauge jetzt den letzten Zubringer. Hier haben 2 Fässer gefehlt beim Raps, damit er fertig ist. Das haben wir jetzt gemacht. Ich habe jetzt einen Zubringer über. Den bringe ich jetzt hier vorne aus mit Anton und dann fahren wir beide nach Hause, bringen den Trecker weg, ne? Und dann schmeißen wir uns ja beide ins Bett. Oder? Ja. So machen wir es. Leute, lasst einen Gruß da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Kommentar da und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Bleibt cool. Du musst